Morgen, liebe Scooter-Freunde, und willkommen zum heutigen Video. Ein weiterer Tag in Good Old England. Heute mache ich mal eine Rundtour, denn das Wetter ist traumhaft heute. Nach den vielen Tagen bewölkt und Regen geht es heute mal auf eine kleine Rundtour mit Calimoto. Habe mir da einen schönen Kurs zusammengestellt, werde so ein paar Sehenswürdigkeiten abfahren und ich hoffe, dass die App mir da eine schöne Strecke raussucht. Auf jeden Fall kurvig und übers Land, die kleinen Straßen. Absolut traumhaftes Wetter, heute 16 Grad, also immer noch nicht sehr warm. Aber man fühlt sich trotzdem gleich ganz anders, wenn die Sonne scheint. Das macht doch eine Menge aus. So, dann schauen wir mal, wo wir hingeführt werden. Ja, das ist doch verrückt, oder? Das ist ja traumhaft hier, diese Straße. Rechts und links zugewachsen. Also wer auf schöne Landschaften und auf Geschichte steht, der ist in England richtig. Hier gibt es so viel historische Gebäude, so viel Kultur, so viel Geschichte, dass sich ein Besuch da auf jeden Fall lohnt. Und die Gegend hier so um Bournemouth Pool, jetzt Swanage, ist wirklich traumhaft schön. Also landschaftlich, hügelig, dann haben wir die Küste, ganz viele Sehenswürdigkeiten, Corfe Castle, Lulworth Cove, also auch Burgen, Schlösser. Also hier gibt es viel zu sehen. Bournemouth auch sehr schön, da kann man dann Ausflüge hin machen. Ein paar Inseln sind hier noch in der Nähe, die man sich anschauen kann. Also durchaus gut, um mal eine Woche oder 2 Wochen nur in der Gegend hier zu verbringen, ohne jetzt viel fahren zu müssen. So, die Straße. Oh, ein bisschen schlechter. Jetzt muss Neo mal ein bisschen durch unwegsames Gelände hier, über schlechte Straßen. Jetzt wäre wahrscheinlich so ein XADV besser, der ein bisschen längere Federwege hat. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Und immer alle sehr freundlich hier. Das muss man wirklich sagen. Hier wird viel gegrüßt, sehr nett. Zuvorkommend, da wird man reingelassen. Zumindest halt in den kleineren Städten. In London ist wahrscheinlich genauso viel Verkehrsstress wie in Berlin. Da wird es zum Teil schon wirklich aggressiv, wie die Leute da miteinander umgehen. Nicht so lustig. Aber hier in England, in diesen Küstenstädten bisher ganz toll. Super nett alle. Hier muss man jetzt wirklich aufpassen, die Straßen, die sind so eng. Wenn hier ein Auto kommt, Halleluja. Das ist ja ganz schön sandig, ey. Das kriegt man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht so zu sehen. Hier geht es mal kurz richtig hoch. Kleines Stück, also alles sehr hügelig hier, das ist wirklich schön. Die Straße hier ist wirklich so eng, das ist an sich eine One-Way von der Breite, aber ist es nicht. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier müssen wir lang. Low Bridge ahead. Und hier auf den Straßen muss man natürlich wirklich vorsichtig fahren, da hier Landwirtschaft betrieben wird, sind die zum Teil richtig verdreckt und vermoddert und Matsch drauf und Erde drauf. Also da ist vorsichtig fahren angesagt. Ja, das ist so typisch englisch, diese hügeligen Felder, abgegrenzt durch kleine Hecken. Ganz, ganz typisch für England.
toller Ausblick hier. Ja, das sieht doch irre aus. Also bin ich schwer begeistert. Ich meine, ich kenne das schon. Ich war hier in Südengland in meiner Jugend schon oft. Ja, ist das nicht traumhaft? Wunderschön. Das ist doch mal ein idyllischer Ausblick. Die Kühe auf der Weide, dann diese extremen Hügel bis runter zum Meer. Schöner kann es nicht sein. Und das ist auch sehr typisch, was ich vorhin schon sagte, dieses Abgrenzen von Feldern durch Hecken oder halt wie hier durch Steinmauern. Sieht man hier überall. Und heute habe ich wirklich Glück. 17 Grad jetzt. Perfektes Wetter für eine Ausfahrt. Und ihr seht die Landschaft wirklich traumhaft. So, und das ist jetzt das Städtchen Corfe Castle. Also zur Burg gibt es noch das dazugehörige Städtchen. Das war jetzt auch ganz schön mal zu sehen. Die englischen Motorradfahrer, die grüßen anders als bei uns in Deutschland. Wir machen ja immer mit der Hand das Zeichen, mit der linken. Hier in England gibt es ein Kopfnicken, was Punkt A natürlich sicherer ist, weil man die Hände nicht vom Steuer nehmen muss. Und es geht gar nicht anders, weil die müssten ja durch den Linksverkehr mit der rechten Hand grüßen. Das heißt, die würden dann alle sofort das Gas loslassen. Ganz witzig, wenn ihr das eben gesehen habt, die Türen. Achtet mal auf die Türen der Häuser. Also ich mit meinen 1,88 müsste da schon gewaltig in die Knie gehen, um da durchzukommen. Ganz kleine Türen. Damals waren die Menschen halt noch ein bisschen kleiner. Und das sieht man hier auch daran, wie alt die Häuser sind, ne? So, vor uns ist jetzt Corfe Castle, beliebtes Ausflugsziel hier in der Gegend. Das hier ist die Stadt, die um diese Burganlage entstanden ist. Ganz bekannt. Da oben könnt ihr die jetzt wunderschön sehen. Das ist also diese Burg Corfe Castle, wurde damals von den Sachsen gebaut, um sich vor den Angriffen der
dänischen Wikinger zu schützen. Also es war eine große Burganlage mit Außenmauern und wirklich sehr imposant. Im 16. Jahrhundert wurde diese Burg dann zerstört. Und ja, aus den Steinen der großen Burganlage wurde dann zu großem Teil die Stadt hier erbaut. Was man auch an den Häusern sieht, das sind wirklich alles noch Steine, die ehemals von der Burganlage waren. Also ganz imposant. Müsst ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Gegend seid, mal anschauen. Also wirklich sehenswert. Man kann dann da oben rauf und natürlich eine Besichtigung machen. Und diese Stadt hier ist wirklich, wirklich interessant. Also das ist schon toll, was da ja, so an geschichtlichem Feeling auch rüberkommt. Wenn man hier so durchläuft, dann denkt man, man ist in so einer Zeitmaschine. Genau, da oben ist die Burg. Hier ist noch eine alte Kirche. Die war auch zerstört, die haben sie wieder aufgebaut. Und man sieht halt schon überall diese ganz, ganz alten Häuser mit diesen winzigen Türen. Da passen, glaube ich, nur Hobbits durch. Also wirklich imposant. Also wer auf Geschichte steht, ist das ja auf jeden Fall the place to be, den man sich anschauen muss, wenn man hier in der Gegend ist. Überhaupt England, wenn man Kirchen mag, also jetzt unabhängig von Religiosität, sind das ja imposante Bauwerke. Ich habe auch mir schon sehr viele damals in der Jugend mit meinen Eltern Kathedralen angeschaut und das ist schon wirklich beeindruckend, was in dieser Zeit damals mit den Mitteln, die vorhanden waren, an architektonischen Meisterleistungen dahingelegt wurde. Und das kann man ja so ein bisschen verbinden, wenn man dann hier sich so ein bisschen die Natur anschaut, ist es immer ganz schön, noch einen Ausflug zu machen. So, ich halte mal kurz hier an. So, und da könnt ihr jetzt auch schon sehen, da sind auch noch Überreste dieser Burg. Die ist also auf einem Hügel gebaut. Korf heißt normalerweise, es kommt glaube ich irgendwie aus dem Angelsächsischen, heißt glaube ich Tal. Das ist also die Burg im Tal. Aber natürlich wie die meisten Wehranlagen auf einem großen Hügel gebaut. Ja, und da haben sich damals die Angelsachsen gegen die Wikinger verteidigt, gegen die Angriffe der Dänen. Das waren nämlich die kriegerischsten, also nicht die schwedischen oder norwegischen, nee, die Dänen waren es, die durch Raubzüge ihre Kassen ein bisschen aufgefüllt haben. Da gab es dann zwischenzeitlich mal Friedensverträge hier mit den Königen, mit den Dänen, die dann wieder gebrochen wurden. Naja, und Ende der Geschichte, 16. Jahrhundert, wurde es dann zerstört. Aber ein paar Überreste sind noch da. Also tolles Ziel. Schaut euch das an. Corfe Castle. Irgendwo parken, die Stadt angucken, rumlaufen. Ganz toll. Also haben wir jetzt auch gesehen. Jetzt fahre ich noch ein bisschen weiter. Oh, hier geht es jetzt mal ein bisschen den Hügel hoch. Es sollte jetzt eine schöne Aussicht gleich geben. Ja, sage ich doch. Jetzt sind wir ein bisschen die Hügel hochgefahren, haben jetzt einen extrem schönen Weitblick hier. Und die andere Seite auch wieder Hügel und da hinten traumhaftes Meer.
Ja, super Strecke, wie ihr seht. Hier kann man auch mal etwas schneller fahren, hier ist nicht ganz so verschmutzt. Toll, macht richtig Spaß. Immer noch 17 Grad, immer noch Sonne. Ich würde sagen, läuft heute. So, ich bin jetzt noch mal von der anderen Seite gekommen, so ein kleiner Rundtrip gewesen. Hier seht ihr jetzt noch mal die andere Seite von Corfe Castle. Also es muss mal wirklich eine beachtliche Burganlage gewesen sein. Das sind wirklich nur noch die kleinen Überreste. Aber man sieht sehr deutlich, wie schön das Ganze auf diesem Hügel da oben liegt. Heute werde ich noch ein bisschen zur Küste gehen nachher. Und da sind so ein paar Hotspots hier in der Nähe, die ich mir auch gerne mal anschauen möchte. Vielleicht kriege ich auch ein paar schöne Drohnenaufnahmen noch hin. Und ihr könnt sehen, dass die Straßen, das ist wirklich traumhaft. Ausblicke wunderschön, alles grün. Also ein Paradies für Motorradfahrer, würde ich mal sagen. Ist jetzt nicht zum Rasen hier, sondern zum Reisen und Gleiten und schön die Kurven ziehen. Aber das macht natürlich gerade extrem Spaß. So, hier haben wir nochmal einen wunderschönen Ausblick.